H5P und Barrierefreiheit. In diesem Video geht es um die Erstellung von Inhalten mit H5P und die Möglichkeiten und Grenzen, die wir hier im Bereich der Barrierefreiheit vorfinden. Fangen wir erst mit den Hintergründen an. H5P ist eine Abkürzung für HTML5. Es handelt sich um eine kostenlose, auf JavaScript basierende Software, deren Quelltext frei verfügbar ist und die sich besonders gut zur Erstellung von digitalen, interaktiven Lernmaterialien eignet. Der gesamte Quelltext kann auf GitHub heruntergeladen und den eigenen Bedürfnissen angepasst werden. Die erste Version der Software wurde 2013 veröffentlicht. Inzwischen haben größere Plattformen wie WordPress und Moodle H5P integriert, um ihren NutzerInnen das Erstellen ansprechender, interaktiver Materialien zu erleichtern. Da es sich um eine Open-Source-Software handelt, wird an H5P beständig gearbeitet, verbessert und erweitert. Diese Arbeit wird durch viele verschiedene ProgrammiererInnen auf der ganzen Welt getätigt. Die Software unterliegt dadurch einem konstanten Bearbeitungsprozess. H5P-Dateiformen. Die Software bietet eine beständig expandierende Liste von virtuellen Aktivitäten an. Nicht alle sind jedoch im gleichen Maß von assistiven Technologien nutzbar. Neben Vorleseprogrammen sind hier vor allem die interaktiven Elemente problematisch, die einen präzisen Einsatz der Maus voraussetzen. Dies müssen motorisch beeinträchtigte NutzerInnen oft über die Keyboard-Steuerung oder das Tab-Menü kompensieren. Wenn sich die interaktiven Elemente dadurch nicht einwandfrei steuern lassen, ist kein gleichberechtigter Zugang zu der Aktivität möglich. Von den etwa 50 H5P-Dateiformen sind zum jetzigen Zeitpunkt folgende problematisch im Bereich der Barrierefreiheit: Agamotto, Chart, Collage, Dragged Words, Find Multiple Hotspots, Find the Hotspot, Image Juxtaposition, Image Pairing, QR Code, Mark the Words, Personality Quiz, Speak the Words Set, Timeline und Virtual Tour 360. Das heißt nicht, dass diese Dateiformen nicht eingesetzt werden können. Es müssen in diesem Fall jedoch die relevanten, vor allem die prüfungsrelevanten Inhalte in einer alternativen Form, zum Beispiel Multiple Choice oder einfachem Text, angeboten werden. Die übrigen Formate sind ohne größere Probleme einsetzbar, wenn ihr euch an die folgenden Hinweise haltet. Farbe und Farbkontraste. Hier gilt dasselbe wie bei allen anderen digitalen Inhalten auch. Der gesetzlich vorgeschriebene Mindestkontrast muss erfüllt werden, um sehbehinderten Rezipientinnen das Wahrnehmen zu erleichtern. Abprüfen könnt ihr dies mit Tools wie dem Color Contrast Analyzer. Audio und Video. Wenn ihr Audio- und Videodateien einfügt, vergesst nicht das Einfügen von Untertiteln oder anderen Textalternativen. Bedenkt auch, wenn ein Sehbehinderter einen Screenreader nutzen muss, um Schriftinhalte innerhalb eines Videos zu erkennen, überlagern sich möglicherweise Videoton und Screenreader. In solchen Fällen am besten eine Dateialternative bereitstellen, zum Beispiel eine angezeigte Grafik als PDF. Beim Ausfüllen und Bearbeiten eurer Inhalte müsst ihr auf ein paar weitere Kleinigkeiten achten. Wichtig ist natürlich weiterhin das Eingeben von Alternativtexten für Audio und vor allem für grafische Elemente. Wenn ihr ein Bild hochladet, müsst ihr einen Alternativtext eingeben, der die wichtigen und zentralen Informationen des Bildes möglichst in kurzer Form wiedergibt. Wenn es sich bei dem Bild um ein rein dekoratives Element handelt, könnt ihr dies ebenfalls angeben. Der Mouse-Over-Text ist eine nette Zusatzfunktion. Wenn ihr aber einen Alternativtitel eingegeben habt, müsst ihr den nicht zusätzlich auch ausfüllen. Sprache. Eines der größten aktuellen Probleme von H5P im Bereich der Barrierefreiheit ist die fehlende Möglichkeit eines Sprachwechsels. Zwar hat H5P eine Rechtschreibprüfung, im Gegensatz zu zum Beispiel Word kann man damit jedoch keine Inhalte in einer Sprache auszeichnen. Das bedeutet, dass die Vorleseprogramme keine Sprachwechsel vollziehen können und alles auf Deutsch oder Englisch vorgelesen wird. Hiermit müssen wir uns leider zum jetzigen Zeitpunkt arrangieren.
Wenn euer Material viel zwischen verschiedenen Sprachen springt, nutzt lieber Word oder ein anderes Textverarbeitungsprogramm für diese Abschnitte. Denkt also bei der Materialerstellung mit H5P mit. Gibt es Textabschnitte oder Fachwörter, die in der Hauptsprache des Dokuments vorgelesen nicht mehr erkennbar sind? Dann fügt eine Übersetzung ein. Voreinstellungen. Generell solltet ihr versuchen, NutzerInnen mit assistiven Technologien wie Vorleseprogrammen oder einer Sprachsteuerung möglichst viel Zugriff auf das Material zu erlauben. Die Möglichkeit zum Download des Materials und das eigene Überprüfen der Antworten geben hier beispielsweise die Möglichkeit zum Anpassen. Wie bereits angesprochen, gibt es nur eine Hauptsprache für jeden Inhalt. Ihr müsst euch hier zwischen, in unserem Fall, Deutsch und Englisch entscheiden. Wenn ihr Inhalte anlegt, hier zum Beispiel eine Multiple-Choice-Frage, habt ihr ganz unten im selben Bereich wie die Sprache die Möglichkeit, alle Hinweise, Knöpfe, Benachrichtigungen und sonstige Elemente einzeln per Hand zu beschriften. Eine genaue Beschriftung kann hier einige Lücken und Schlaglöcher im Bereich der Barrierefreiheit schließen helfen. Grundsätzlich gilt bei H5P-Materialien dasselbe wie bei allen anderen digitalen Inhalten auch. Ein offener Kommunikationskanal zwischen den DozentInnen und den Teilnehmenden und Flexibilität bei der Umsetzung sind das wichtigste Werkzeug auf dem Weg zu einer barrierefreien und inklusiven Lehre.